Hey, was machst denn du hier? Stebo. Timo. Du Ja, hier in Lüneburg. in Lüneburg. Alle, die Lüneburg kennen, kennen vielleicht hinten das Universitätszentralgebäude der Leuphana Das Universität. Den Liebeskindbau. Den Liebeskindbau. Aber wir haben heute hier ein anderes Liebeskind, Ja. Zwei, ne? nämlich das, Oder drei. genau, das Christkind, kann man fast sagen. Nämlich das Christkind hat dem so. Timo was Ja. vorbeigebracht. Ja, genau. Ne? Oder, Ja, ich habe schon ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk bekommen. Ne? Von der MGS haben wir gerade reingezoomt. Die haben nämlich jetzt die neuen Nuggets auf dem Hof stehen und können die auch zulassen, was ja auch echt ewig gedauert hat. Also ich denke mal, die jetzt schon einen gekauft haben und eigentlich den bekommen haben, sollten schon längst, die werden jetzt endlich froh sein, dass sie den kriegen können. Genau, und dieses gute Stück hier in Meta Grey darf ich jetzt bis zur CMT in Stuttgart, das sind 4-5 Wochen, Probe fahren und auf Herz und Nieren prüfen. Also das ist eigentlich so das Ding, dass wir mal uns den neuen Nugget ganz genau angucken. Ne? Also ich bin jetzt schon zurückgefahren von der MGS, die sind in Wunsiedel im Fichtelgebirge und wir sind hier in Lüneburg. Das sind bummelig, weiß nicht, 400-500 Kilometer. Ja, 500, 600 Kilometer. Genau, aber die Strecke war, irgendwie hat er mich anders geführt. Also das Navi, also ich bin mit Google gefahren, über, ich glaube, war das Salzwedel oder was auch immer. Es war eine wirklich, also es hat gestürmt, es hat geregnet ohne Ende. Tatsächlich, aber der ist echt super gefahren. Also vom Auto selber, vom Basisauto bin ich echt extrem begeistert. Also der ist echt super gefahren. Ja, also alles, ne? Und vor allen Dingen trotz des sehr bescheidenen Wetters hier jetzt so kurz vor Weihnachten, haben wir gedacht, wir machen uns heute mal auf und schauen uns das Auto mal so ein bisschen nochmal an. Wir haben ja auf dem Caravansalon natürlich schon sehr intensiv uns das Auto angeguckt. Genau. Aber jetzt hast du natürlich schon die ersten Erfahrungen, was das Fahrgefühl angeht. Das Fahrgefühl, ja. Und du wirst ihn auch, glaube ich, mal zum Campen testen in den 4 Wochen, ne? Das werde ich auch machen. Ja. Das ist jedenfalls geplant, auf alle Fälle. Also wie das ist, also ich werde mir jetzt nicht den regnerischsten Tag aussuchen, sondern mal schauen, dass es vielleicht ein bisschen angenehmer ist. Also jedenfalls, und dann mal gucken, auch drin schlafen. Was will ich testen? Eigentlich alles. Ich will noch mal die Funktionalität von dem Nugget, irgendwie, wie funktioniert das mit dem Wasser? Wie viel Wasser passt da wirklich rein? Mit dem Boiler, wie lange dauert das, bis das Wasser warm ist, wie lange läuft denn das Wasser, wie läuft es hier mit dem Stromanschluss. Gespannt bin ich auf die neue Bedieneinheit, wie die funktioniert, auch mit dem Handy zusammen und diese ganzen neuen Funktionen. Da bin ich halt wirklich super gespannt drauf, wie das alles funktioniert. Ich finde den optisch hier echt schön. Also die Farbe heißt Meta Grey. Meta Grey, Genau, ja. eine schicke Folierung hier von MGS. Wir haben vorhin schon gesagt, als wir uns das Auto angeguckt haben, dunkle Felgen hätten ihm gut gestanden. Ja, also ich würde sagen, also die dunkle Felgen, ich glaube, die gibt es ja jetzt auch. Ne? Ja. Die in dunkel, also die jetzt mit dem Grau und wenn man jetzt auch sich selber eine Folierung jetzt ausdenkt und halt mit diesem schwarzen Aufstelldach, das ist, denke ich mal, eine Farbe, die vielen gefällt. Also ich finde es hier ein bisschen sehr unscheinbar. Ich bin immer so der Typ, der gerne blau kauft oder wie auch immer. Ne? Aber die Farbe selber, das ist ja wirklich unglaublich unscheinbar. Also ich denke mal, wenn man irgendwo steht, dann fällt man nicht auf. Ne? Nein, das ist wirklich also ich finde den Kontrast mit dem schwarzen Dach wirklich total schön. Ja, und was stimmt. mir also auch auf dem Caravansalon schon optisch total gut gefallen sind die Rückleuchten. Ja, die sind echt super schick. Ne? Wenn sie jetzt auch noch nicht mehr rot wären, sondern das auch noch irgendwie schwarz abgesetzt wäre. Gibt es da nicht schon irgendwie ein Kit irgendwie dafür? Gibt's sicherlich irgendwann. Aber kann man tatsächlich drüber nachdenken, ob man dann hier sagt, diese getönten da irgendwie drauf machen? Die? Ja, und du hast jetzt hier natürlich klassisch den L1. Den L2, den gibt es ja noch nicht zu kaufen. Der ist ja erst letztes Jahr auf dem Caravansalon vorgestellt worden. Ja, genau. Man kann ihn aber bestellen, den L2. Glaube ich schon. Genau, auf der CMT wird auch der vorgestellt mit der Toilette. Mit der festen Toilette. Genau, das soll wohl so ähnlich sein wie beim Westfalia Kelsey, wenn man sich den mal angucken will und dann im Prinzip gespiegelt, habe ich mir sagen lassen. So wir ungefähr. sind ja auf der CMT und genau. Wir schauen uns das an und lassen uns einfach mal überraschen. Aber gut, das Fahrzeug selber haben wir ja schon auf dem Caravansalon vorgestellt. Vor 2 Jahren sogar schon, also 2023. Echt vor 2 Jahren, ne? Ja, tatsächlich. Wahnsinn. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Timo so erzählt in den nächsten Tagen, was er so postet und filmt mit Erfahrungswerten und auch genau. Also ich bin auch gespannt. Also gerade was jetzt hier auch Kühlschrank und so ein Kram angeht, ne? Ja, Kühlschrank und wie die Gasflasche halt hier reingeht und also was, das interessiert mich halt wirklich stark. Ne? Ob wirklich
meine Weinflaschen da reinpassen. Da haben wir ja vor 2 Jahren schon drüber gesprochen, aber wir haben gesagt, die würden eigentlich passen. Ne? Müssten eigentlich, ja. Also eine 2 Liter Lambrusco-Flasche würde wahrscheinlich nicht passen. Der Sangria-Eimer, der da wirklich reinpasst. Ne? Genau. Ich gucke noch mal eben ganz kurz hier unten rein. Mich würde mal Ich habe interessieren. tatsächlich noch gar nicht reingeguckt. Also ich Guck mal, ja, habe ihn gestern tatsächlich. abgeholt, nee, vorgestern. Und da ist, Also wir haben hier halt den Wassertank, den Frischwassertank guck mal, drin. da ist auch der Ablass für das Frischwasser. Ja, genau. Da fehlt natürlich jetzt eine Toilette. Ne? Die hast du hier natürlich gar nicht drin. Aber das ist doch wieder noch, dass du 10 Liter drin hast, ne? Oder irgend sowas. Das Von wird der so Höhe sein, her. ja, das wird dieser Überlauf sein. Ne? Genau. Genau, es waren halt im Handschuhfach einiges an Broschüren und Anleitungen. Die werde ich mir alle auch ganz genau angucken. Das gehen wir alles mal genau zusammen durch, würde ich sagen. Genau, und jetzt würde ich sagen, wir machen mal die Klappe zu. Mir ist nämlich kalt. Die ist kalt, Wir drehen mal eine Runde und fahren mal. Und ich würde Ja. gerne mal den Fahreindruck sehen von dem Fahrzeug. Ja, Wir haben auf eben alle schon gesagt, Fälle. es ist leider wieder ein Diesel. Ja, ein bisschen ist hört noch man kein- das noch kein tatsächlich. Plug-in-Hybrid. Aber jetzt, also tatsächlich die Fahrt, jetzt ist natürlich 8-Gang-Automatik. Und also das Fahrgefühl bei dem neuen ist echt sensationell. Und du hast die große Motorisierung mit 170 PS. Hat er, glaube ich, immer. Ne? Also Ja. wenn du Automatik nimmst, dann hast du immer 170 PS. Ich meinte, in der Preisliste stand auch der 130er mit Automatik. Aber als Schalter dann. Ne? Aber das können wir uns mal ganz Können wir genau uns mal angucken. anschauen, ne? Und halt auch mit den großen Reifen, was haben wir jetzt, 19 Zoll. Also die geht aber echt leicht zu, ne? Schwer auf, leicht zu und die fahren auch super Kann man stabil. jetzt nicht so gut erkennen, die sind ein bisschen feucht, die Reifen. Das sind auf jeden Fall Winterreifen. Das sind, Genau, da haben sie doch extra Winterreifen ja, aufgezogen. genau. Vernünftig. Weil ich wollte die eigentlich schon letzte Woche abholen, aber das hat mit den Winterreifen das ein bisschen länger gedauert Ah, und okay, deswegen okay, habe ich den jetzt als diesen Donnerstag abgeholt. Ja, sehr schön. Da würde ich sagen, drehen wir mal eine Runde. Ne? Wir drehen eine Runde. Ich steige schon mal ein. Zack. Das ist wirklich, du wirst eingefasst hier. Mal gucken. So ein bisschen so. Aha. Und sitzt echt super bequem hier drin. Ne, irgendwie, also die Fahrweise jetzt die ganzen 6 Stunden, das war echt super einfach. Ja, Also vor allem eben cool aber mit den großen Displays. Ne? Ach so, Start-Stopp-Knopf hast du sogar. Ah. Start, Stopp. Ja, guck mal, das Geräusch Fahrzeug genau ist das gleiche. eingestellt. Ja, das Geräusch ist das gleiche geblieben. Der Fahrradtür ist offen. Ja, ich weiß. Timos iPhone Nochmal erfolgreich verbunden. Ja, genau. Also das ist echt, also das große Display, du hast eine höhere Auflösung. Das ist halt brillanter auch noch. Obwohl, wenn du jetzt abends fährst, also der Kontrast ist nicht extrem. Also jetzt nicht wie OLED oder was auch immer. Aber fällt dann halt aber auch nicht so gut auf. Also wenn es zu krass wäre, würde es wahrscheinlich zu sehr ablenken. Aber das ist halt, du hast halt dann, wenn es dunkel ist, halt so ein Nachtmodus, dann wird es halt dunkel. Das kennen wir ja auch schon. Aber du hast hier dieses Apple CarPlay im Prinzip in diesem Bereich. Und hier auch noch Bordcomputer und kannst hier noch viele Sachen einstellen. Und die ganze Bedienung ist ja jetzt digital hier. Ne? Also du hast ein paar wenige Knöpfe. Die Grundfunktion kannst du ja auch über die Knöpfe einstellen. Aber alles andere sehr angenehm. Lenkradheizung, Sitzheizung auch sehr schön in 3 Stufen einstellbar. Das geht halt alles über das Display. Ja, das ist schon komfortmäßig ein anderer Schnack als genau. im Vorgängermodell, Klimaautomatik wirklich Ja. temperaturgenau. Ne? Ja. Ist mir aufgefallen, dass auch gerade wenn welche im Winter fahren und die Füße kalt sind oder so, dass das echt optimal, also die Füße waren warm. Super. Ja, also wirklich, also da ist also Sehr cool. am Auto selber hier ein Kaffeebecher, das ist ja jetzt Aber dann mal, Timo, hier- das schauen wir uns am besten an, wenn ich drin sitze auf der Beifahrerseite, dann haben wir ein fang bisschen schon an mehr hier, ne? Blick und ich komme jetzt mal zu dir. Genau, ich mache noch mal kurz aus. Und dann schauen wir uns jetzt hier nochmal das Display ein bisschen an. Also schöne Naja. Größe, ne? Ich glaube 13 Zoll ist das, glaube ich, ne? Ja, ich meine, es gibt natürlich aktuelle Ja. Autos, die noch wahnsinnig größere Displays Ja. haben. Aber irgendwann hast du halt nur noch Display. Aber das ist halt von der Größe her, was ich halt wirklich spannend finde, dass du halt in dem Bereich hier von dem, jetzt sagen wir mal hier CarPlay haben wir halt, dass das ein Bereich ist, du trotzdem aber hier noch die Funktionen hast von, mal gucken, genau, Telefon, Navigation. Karte. Ja. Achso, das ist jetzt das Ford-eigene Navigationssystem. Genau, ne? das hast du eigentlich, was du sonst immer umswitchen musstest. Bei uns, das hast du jetzt hier sozusagen. Separat. Guck mal, was kommt da denn jetzt noch? Ah ja, okay. Achso, das ist jetzt genau CarPlay. Guck mal, was? Oh Gott, es geht los. Keine Musik laufen lassen hier, Ja. sonst kriegen wir Probleme mit der GEMA. Ja, okay. Oh Gott. Stimmt, das Video gleich geblockt. Ja, ne? natürlich, Am besten. genau. Ne? Ei. Nee. Ja, aber wie gesagt, also das finde ich echt schön groß, das Display. Es hat kann man das eigentlich auch dimmen dann in der Dunkelheit, dass man das ein bisschen dunkler macht? Weil ich habe das beim Fahren immer ganz gerne, dass das Display nicht ganz so hell ist. Müssen wir in die Einstellungen reingehen. Einstellungen. Telefonleser im Fahrzeug.
Urallgemein Anzeige. Anzeige Helligkeit. Helligkeit, ja genau, da kann man das einstellen. Ja, sehr Wir schön. können jetzt wahrscheinlich hier rumwischen. Also sowas. Ja, super. Das Wie dunkel geht das? Das ist schon, ja, das ist schon sehr... Ja. Ach komm, jetzt Vielleicht können wir ist vor das allem so dunkel. einmal schauen, wie Timo gefahren ist auf der Strecke. Er hat 9,9 Liter Durchschnittsverbrauch gehabt. Gerast bin ich. Nee, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er sich erstmal jetzt einfährt. Ja, ich meine... Ne? Also du hast ja die ersten so und so 500 Kilometer, Ja. wo der erstmal den Motor einfährt Ja, oder irgendwas. ja. Ne? Das wird sich auf alle Fälle noch runterregeln. Ich bin nicht gespannt, wie das jetzt die Zeit werden wird. Ich schalte mal die Sitzheizung ein, mal gucken, wie schnell das warm wird. Boah. Gleich auf 3, ne? Ja, natürlich. Das Ja. ist eine Standardeinstellung. Ne? Ja, komm jetzt, wir düsen mal eine Runde los. Fahr einfach mal eine Wir düsen Runde. mal eine Wir Runde schneiden los. uns mal an und dann können wir mal ein paar Fahreindrücke aufnehmen hier. So, ich schneide mich mal an. Genau, ich Haben mich wir auch. sonst irgendwelche Sachen? Ach so, ja, ich habe das Telefon habe ich hier übrigens in der Tasche. Und kann Achso, das sonst- kommt hier unten in so eine, Genau, so eine kann Ladeschale. das hier Ne? dann Genau, da ist unten eine. da. Das ist jetzt sehr Genau. dunkel gerade. Das ist ein bisschen zu dunkel Kann hier man nicht unten. sehen. Aber da wird es halt induktiv geladen. Und Ist du hast aber warm vorhin gesagt, geworden. es wird sehr warm. Ne? Ist echt warm Ja, geworden. das ist bei mir im Auto tatsächlich auch so. Wenn es induktiv geladen wird, wird es sehr schnell heiß. Aber ich finde diese Konsole hier unten sehr, sehr schick. Das ist ja die typische Toneo, Titanium. ab Toneo-Ausstattung, ganz genau. Mit schönen die Getränkehalter oben drauf. Ja. Und du kriegst ja nicht mehr ohne Konsole, ne? Wir haben ja, früher war es ja ohne Konsole und weil wir die Trendausstattung Ja, ja. hatten und Titanium war dann in einer Limited Edition dann sozusagen halt mit diesem Ja. Konsole, sage ich mal. Einmal könnte man auch sagen oder was auch immer. Aber das gibt es halt nur noch so, ne? Ja. Ich merke jetzt übrigens, die Heizung am Hintern wird sehr schön warm. Ja? Ja, sehr gut. Ich habe gar keine Ahnung, wieso nicht. Also hier vorne noch mal ganz kurz einen Blick einmal in das Handschuhfach. Das kann man hier auch noch mal arretieren, dass der Deckel oben bleibt. Das finde ich eigentlich auch ziemlich schön. Ja. Ist auch verhältnismäßig tief. Also ich kann noch tief rein. Boah, ich kann wirklich tatsächlich auch also mein ganzer Unterarm verschwindet hier unten drin. Hier Das noch ist mal- dann wieder für die Aktenmappe oder irgend sowas. Zum ne? Beispiel, ja, Ja. genau. Ne? das Dann gibt es so hier auch tief noch mal Getränkedosenhalter. Die sind relativ schmal, haben nicht so einen großen Durchmesser. Das geht aber. Also jetzt Kaffeebecher ist habe passen, ich ne? Also festgestellt, das geht. Meine Oder große, Getränkeflaschen. meine große Tupper-Getränkeflasche wird dann nicht Nee, die reinpassen. wird dann nicht passen. Ne? Aber vielleicht passt die dann hier rein sozusagen. Oder hier unten haben wir ja auch noch, Ja, immer noch da unten. die. Ja, genau. Und wir haben hier noch ein Handschuhfach. Da ist auch noch ein bisschen was drin. Das ist Ja, fand ich tatsächlich sehr nicht ganz so spannend. groß. Genau, Ne? also wir haben hier einmal diese sogenannten für die Markise, diese Heringe da drin. Ach, die sind standardmäßig dabei? Die sind standardmäßig Okay. dabei. Jetzt habe ich hier gesehen, das sind auch noch so kleine Schrauben. Da muss ich noch mal ganz genau nachgucken, wofür die sind. Amps Bracket. Okay, was auch keine immer Ahnung. das ist. Das werden wir vielleicht noch Ja. rausfinden. Und man hat den obligatorischen Noteinfüllstutzen für Diesel. Tatsächlich. Ja. Wir haben Automatik. Ich fahre privat auch eine Automatik. Da ist aber hier, das Rad hier ist es am Hebel. Ganz spannend finde ich halt, was ich halt erstmal ungewöhnlich fand, aber man muss sich ganz kurz dran gewöhnen, ist halt die Parkstellung, ist halt hier einmal draufdrücken. Dann wird okay. die, genau, und dann bist du raus aus der Parkstellung. Und dann einmal D wie Drive und R wie Rückwärts. auf Deutsch. Rear. Rear. Und dann kannst du losfahren. Genau. Und dann halt, jetzt sind wir im D-Modus. Und wenn wir halt jetzt draufdrücken, sind wir im P-Modus und dann können wir Start Power. Ah, okay. Start, Stopp machen. Okay. Mit dem Schlüssel ist halt keyless. Ne? Also den habe ich in der Hosentasche. Brauche ich nicht rausholen. Das ist auch Standard, ne? Das Bei ist Standard, den ja, Modellen ja, inzwischen. Standard. Ne? Ja. Also es gibt ja viele, die über den deutlich höheren Preis sinniert haben des neuen Nuggets. Der ist ja eigentlich gar Man nicht bekommt viel. aber eine ganze Menge mehr an extra Ausstattung dazu. Also Ob der man das ist- jetzt haben will oder nicht, steht halt nicht zur Aber was Debatte, sagt weil er? es ist einfach mit dabei. Guck mal, was haben wir da stehen? Ach, guck mal, was steht denn da? Da steht. Ey, was ist denn das für ein Elmo Nugget? steht Der ist ja auch schick. Schicke Farbe vor allen Dingen. Vor allen Dingen als Hochdach. da. Ob es das wieder das Hochdach ist, ich habe mir ja sagen lassen, es gibt vielleicht auf der CMT eine kleine Überraschung, aber weiß Meinst man du? nicht. Weiß man nicht. Was Wir sagt er werden hier? sehen, wir Was werden sagt sehen. Ja, genau. Also der Wagen ist auf jeden Fall sehr leise. Also ich finde, man hört Ja. vom Motorgeräusch deutlich weniger als beim alten Modell. Genau, also wir fahren jetzt echt, wir gleiten echt ziemlich ruhig lang. Also, und das Lenkrad ist halt wirklich super einfach. Also es ist wirklich sehr leicht. Ich weiß, wir haben ja in den 2019er und 2020 ist ja nochmal das auch verbessert worden. Ich denke mal, das wird ähnlich sein wie bei den aktuellen älteren Modellen, sozusagen ab 2020. Aber das ist schon wirklich leicht zu bedienen. Ist natürlich, die Form ist nicht mehr rund, sondern Ja. so eckig. Aber das hast du ja bei allen Fahrzeugen inzwischen so, dass die
oben und unten abgeflacht sind. Ja, und jetzt merke ich halt die Federung hier, ne? Die ist halt, merkst du halt, ist halt besser, wenn du jetzt hier rüber gehst, dass die Räder Einzelradaufhängung haben und das Rad jetzt einzeln hochgeht kurz. Also das ist schon tatsächlich anders, ne? Also echt sehr ruhiges Fahren, auch hier in der Stadt. Automatisch halt, mit der Automatik halt, ist wirklich das Angenehme, du brauchst keine Gänge schalten, also was. Aber das ist halt Automatik, ne? Aber wir haben halt 8-Gang-Automatik, die schaltet schon echt ziemlich flüssig. Das ist Was ich schön finde, fällt mir gleich auf, der Blinker klingt normal. Der ist leise. Bei meinem Elektroauto klingt der Blinker also völlig verrückt. So plüpp, plüpp. Ach so, ja, da ist so ein Sound drin. Ne? Mein Nachbar hat einen Jeep da drin, da hast du ein Pferdegetrappel. Vor allem, das kann man ein Pferdegetrappel. Okay. Nee, oder wie eine Trommel ist das, so ein Tak, 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 Tak macht das. Ja, das kannst du vor allem nicht ändern, nicht abschalten, nicht leiser machen. Das ist ganz, ganz furchtbar. Also hier finde ich das schön, dass es ein ganz normales Klickgeräusch ist, so wie früher die Relais geklickt haben. Ja, also finde ich es auch sehr angenehm. Ich finde das Fahrerinformationsdisplay hinterm Lenkrad auch von der Größe her sehr angenehm. Das ist viele Informationen, Geschwindigkeit digital, der Abstand zum Vordermann wird angezeigt, ne, mit dem Symbol. Genau, und der Fahrspurassistent sagt dir dann auch so, ne, wenn du zu weit links bist oder rechts bist, das kriegst du dann auch alles da angezeigt. Ja. Genau, Gangwahleinstellungen stehen auch drin. Die Verkehrsschilderkennung wird auch angezeigt. Ja, da muss ich noch mal ein bisschen was einstellen, weil die tatsächlich, wenn du 1 km/h drüber bist, dann gibt er auch schon ein akustisches Signal. Ja gut, das ist ja inzwischen Pflicht bei allen Fahrzeugen. Das kann man einstellen, ja. Genau. Man kann es ausschalten und muss es aber, glaube ich, bei jedem Neustart des Fahrzeugs wieder einschalten. Ja. Das fand ich, wieder ausschalten. So. Mal gucken, ob es da nicht irgendwie Forscan-mäßig einen Hack gibt oder so. Das kann natürlich sein. Ja, das ist natürlich nett. Also man kann es ja auch so einstellen, dass er von sich selber halt auch begrenzt. Ja. Na, also dass wenn du durch die Stadt fährst, dass du halt dass über du die nicht über 50 km/h gehst. Genau, zum Beispiel, das kannst du einstellen. Okay. Habe ich noch nicht gemacht, werde ich auch ausprobieren. Das fand ich aber sehr spannend, weil man manchmal ein bisschen so im Fluss ist und dann gar nicht merkt, dass man zu schnell fährt. Ne? Wie zum Beispiel hier haben wir einen Blitzer, der steht einmal im Monat hier. Dass man weiß, hier fahre ich halt... kennt ihr wahrscheinlich, ne? Das ist der Anhängerblitzer. Da ist er. Genau. Der steht so einmal im Monat ist er hier. Dann wissen alle, oh, ne, ich fahre hier mit 48 gleich. Vorbildlich, Herr Itzold, vorbildlich. So, wir haben auch eine Mission. Meine Frau hat gesagt, ich soll auf dem Markt jetzt Äpfel kaufen. Dann können wir das auch... Das heißt, wir nehmen euch jetzt mit nach Lüneburg einmal kurz rein. Schauen mal, wo wir kurz anhalten können. Genau, ich bin gespannt, ob wir auf den Markt draufkommen. Glaube ich nicht. Glaubst du auch nicht, ne? Wir fahren mal ein bisschen. Wir probieren mal. Also jetzt tatsächlich durch die Stadt fahren jetzt super angenehm. Super leise halt auch. Und auch wenn du schnell fährst auf der Autobahn, das war auch wirklich mit Wind und Wetter. Also es hat echt gestürmt und nicht geschneit, nicht geregnet, wäre ja so 6, 7 Grad. Und das war echt super angenehmes Fahren, tatsächlich. Also ich hatte keinen Moment so das Gefühl, jetzt wird vom Wind irgendwie erfasst oder da passiert irgendwas oder so. Nee. Also das ist echt... Ja, das ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt ein Aufstelldach fährt auf der Autobahn oder ein Hochdach. Gerade wenn du halt viel Wind hast, ne, das Absolut. macht sich natürlich schon bemerkbar. Ja gut, das ist halt normal so. Das ist halt jetzt ein ganz normaler Pkw, wenn man so will, oder ein höherer Pkw. Ja. Und ich bin sehr gespannt, das Auto auch mal zu fahren. Vor allen Dingen habe ich ja immer gesagt, ich möchte ganz gerne mal auch mal im Aufstelldach Nugget übernachten. Wollen wir das zusammen machen? Wir zwei, oben in dem kleinen schmalen Bett. Ja, das wäre der extreme Belastungstest für dieses Auto, wenn es das schafft. Und wir morgens nicht völlig... Aber wir haben ja zumindest schon mal zusammen auf der Sitzbank gesessen. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Ne? Ja. Hier auch im neuen Nugget. Das ist natürlich deutlich enger. Und wir haben ja auch festgestellt, dass das neue Bett im neuen Nugget auch schmaler ist als im alten. Ja, 1,28 oder 1,25 zu 1,40, wie es früher war. Aber ich glaube, wir beide hätten da schon... das wäre sehr eng für uns beide. Wir können das ja mal testen, einfach tagsüber mal kurz, für 5 Minuten oder so. Sehr gut. Die Sitzheizung wird sehr schnell warm. Und ich muss tatsächlich sagen, du hast recht gehabt, die Sitze sind sehr gemütlich. Also ich finde die wahnsinnig bequem. Also gerade wenn man, die 6 Stunden, du merkst einfach auch über die Stunden, dass du eine wirklich tolle, angenehm weiche, aber nicht zu weiche Sitzfläche hast. Ja. Also die ist genauso richtig, dass du keine Probleme bekommst. Und auch der Winkel und all sowas, du kannst ja auch noch hier die Oberschenkelauflage, die Auflage noch verlängern. Zeige ich euch gleich auch nochmal genau.
Ja, das liebe ich halt bei meinem Fahrzeug. Ich meine, ich fahre ja ein Firmenauto und es ist halt so eine Business-Ausstattung und die hat halt auch eine aufziehbare Oberschenkelauflage und das ist halt gerade für lange Strecken halt total entspannend, finde ich. Ne? Ja. So, manche von euch werden das erkennen, die beim Nord-Nugget-Treffen dabei gewesen sind. Das schöne Lüneburg, die Johanneskirche. Wir fahren Der hier Wasserturm direkt, da hinten. genau, haben wir Wasserturm. gerade Wir gesehen. fahren direkt an der Ilmenau, die Ilmenaustraße entlang. Wir brauchen noch mal gucken, ob wir hier einen Kurzhalteplatz kriegen. Da, hier, den nämlich. Du kannst aber auch mal einen Blick auf die Rückfahrkamera. Aber die ist leider natürlich jetzt ein bisschen dicht dran. Ein bisschen Dicht, schmutzig, ne? aber ist halt so. So, hier dürfen wir 20 Minuten stehen. 20 Minuten stehen. Parkmodus, Powerknopf drücken, fertig ist die Laube. Der alte Westkulenhof, ne? Zum Heidkrug. Ja, das ist jetzt der Lüneburger Marktplatz. Ja. Für alle, die ihn nicht kennen, ne, Timo, das ist ein sehr schöner Platz. Genau, normalerweise ist da der Markt, aber es ist Genau. der Weihnachtsmarkt. Jawohl, jetzt haben wir hier, guck Ist mal, hier das hier gibt's- schon? da hinten gibt es Da hinten ist Elise. die Elise, da muss ich hin. Dankeschön. Schöne Weihnachten. Ja, euch auch. Ach, so ein modernes Auto in so einer historischen Stadt Ja. wie Lüneburg ist schon was Feines. Kontraste, oder? Kontraste, ja. Kann man machen. Vielleicht die Lüneburg kennen aus der Serie Die Roten Rosen, die werden vielleicht da hinten das Gebäude kennen. Das ist nämlich das Hotel Bergström, heißt es richtig? Ich weiß, wie heißt es in der Serie? Das heißt bestimmt Rosen Keine Ahnung. Hotel oder irgendwas. Ja, ja. Aber das ist tatsächlich, dass wir viele Touristen haben, die Rote Ja, genau. Rosen Tourismus betreiben. jetzt. Tourismus betreiben, ja. So, willst du dich ganz kurz anschnallen, dann können wir wieder Ja, weiterfahren. machen wir. Schau mal, ein neues Auto und es wird ein Update angeboten. Tja, wie es immer so ist mit neuer Software. Ne? Ich hoffe, das ist kein Windows-Update, was jetzt gemacht wird. Wer was weiß, im was da Bluescreen hier hängen bleibt. ich kann mir gut vorstellen, ob das ein Microsoft-System ist. Das kann sein. Also das Radio klingt gut, finde ich. Wir haben es jetzt wieder leise gemacht, damit wir hier kein Problem kriegen mit... Genau, es ist Mit YouTube? ziemlich brillanter Klang, sag ich mal, für ein Auto schon super. Also natürlich einen fetten Bass darf man nicht erwarten. ja, das es ist ja nicht, kein richtiges aber- Soundsystem in dem Sinne, dass jetzt hier irgendwie ein... Nee, also wir haben keine super- Bassrolle drin Ja, irgendwo, das ne? passt. Kann man aber wahrscheinlich irgendwann auch nachrüsten, wenn man das möchte. Ja, warum Gibt ja nicht? immer sowas. Ja, was mir jetzt aufgefallen ist gerade, das hat Timo eben auch schon mal kurz gesagt, sind die Armauflagen der Armlehnen, die sind sehr kurz. Genau. Die könnten tatsächlich ein bisschen länger sein, nur Timo rutscht so ein bisschen runter. Naja, jetzt tue ich es so. Aber tatsächlich beim Fahren, wenn man jetzt die Hand am Lenkrad hat, dass man hier gerade noch so mit dem Ellbogen hier drauf ist, ne? Also hier vorne. Das hätte vielleicht ein bisschen länger sein können. Ja. Aber das ist jetzt auch ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Ist ja immer so. Ja, Ne? genau. Man vergleicht ja das neue Fahrzeug immer so ein bisschen mit dem alten. Genau. Also wir bewegen halt immer noch sehr viel Masse. 2,8 Tonnen oder Mhm. sowas um den Mhm, Dreh. um Also den das Dreh, ja. merkt man, also das ist halt, die kannst du halt nicht wegreden. Die sind halt drauf. Jetzt haben wir den Hubbel wieder, mal gucken. Merkst du? Und hinten Ja. merkst du die Einzelradaufhängung tatsächlich. Aber trotzdem fährt er sich wirklich super angenehm. Für das Gewicht und für die Größe, was er ist. Mal gucken, vielleicht finden wir noch einen Nugget, so ein Hokkaido. Guck mal, der steht immer noch da. steht er. Schau mal. Genau, wir sind hier auf dem Universitätsgelände Lüneburg. Es gibt nicht nur eine schöne Altstadt, sondern auch eine sehr große Universität, die Leuphana Universität. Magst du noch mal eben das mit den Armlehnen zeigen? Genau, ja. Also die kann man tatsächlich nicht mehr so arretieren wie vorher bei den alten Sitzen, sondern muss sie jetzt, also Genau, ich einmal- muss ja von unseren Aguti sitzen. Da haben wir ja diese Drehgriffe, die man drehen kann, um die Höhe einzustellen. Ja, sind aber auch echt fummelig halt Ja. immer. Ne? Also hier ist es wirklich, du musst einmal ganz runter und dann kannst du klack, klack, dreimal ist gerade. Genau, und dann ist halt die Armeauflage relativ kurz. Ne? Genau. Ja, das hätte ich, warte mal, wenn das hier dran ist, naja, okay, ich meine, viel mehr Platz Ja, hast du dann auch einfach nicht mehr. Aber das ist halt, wenn du einmal hier
in den Raum reingehst und hochmachst, dann musst du halt sehen, 1, 2, 3, zack. Ist eigentlich relativ easy. Jetzt haben wir mal unseren alten Hokkaido orangefarbenen Nugget mal daneben gestellt. Ja. Und wollen mal so einen direkten Vergleich machen, weil Timo sagte gerade, ihm fallen so ein paar Sachen auf, vom alten zum neuen Modell. Ja, genau. Also schöner wäre es natürlich gewesen, wir hätten einen Aufstelldach, den alten, aber haben wir nicht. Aber trotzdem haben wir so ein paar Kleinigkeiten hier, die mir schon aufgefallen sind. Ja. Im Vergleich. Genau, wir haben jetzt mal so nebeneinander gestellt oder ein bisschen schräg diagonal, damit man so ein bisschen sehen kann, hier, was wir an der Seite ein bisschen anders haben. Mir ist sofort aufgefallen, gleich von Anfang an, der Radkasten. Das ist deutlich größer. Wenn man den sieht, irgendwie, das ist also im Vergleich zum großen Auto, ist der Radkasten jetzt echt bei dem alten Plus jetzt hier echt klein. Ne? Wenn man überlegt, okay, die Nuggets früher, die 2012er, den wir gehabt haben, der hat auch noch 14 Zoll Stahlfelgen gehabt. Korrekt, ja, genau. Kleiner. Ich meine, hier sind jetzt 19 Zoll Felgen drauf. Ja. Ich meine, ich vermute mal, dass es auch irgendwie 20 Zoll möglich wäre, würde ich mal schätzen, bei den riesen Radkästen. Ne? Aber das ist halt eine neue Proportion, die jetzt einfach gewohnter ist und die aber auch ein bisschen berechtigt ist, finde ich so. Also du hast echt tatsächlich, optisch hast du ein echt gefälligeres Auto. Jetzt, also von der Seite her, das ist, proportional passt das viel besser. Mit also den 16 Zoll Felgen, so wie ich sie auf unserem Nugget habe, würden hier natürlich jetzt total verloren aussehen. Rumschwenken hier und die Schnauze auch noch mal mit angucken. Da haben wir bei uns die Schnauze relativ dominant. Die Lichter, die sind ja im Vergleich schon echt ziemlich groß. Die sind jetzt hier kleiner, schmaler geworden. Ja, das ist auch der Trend allgemein im Automobilbau, dass die Leuchteinheiten immer schmaler werden. Den neuen Audi Q6 Sportsback oder so, das war echt schmale LED-Leuchten. Ne? Also genau, das ist auch ein Unterschied. Wir haben ja bei unserem Nugget Modelljahr 2019, natürlich auch bei den Modellen, die danach kamen, haben wir ja Bi-Xenon-Licht. Da gab es noch kein LED-Licht. Bei den neuen Modellen haben wir jetzt LED-Scheinwerfer. Hier in der Ausführung jetzt normale, nicht bewegliche LED-Scheinwerfer, also kein Matrixlicht mit bewegten Spiegeln oder Einheiten. Ja, aber doch, wenn du in die reinfährst und so, dann hat er Seitenlicht, ne? Das hat ja, das schon, Seitenlicht hat der Nugget ja auch. Genau, aber das hat er hier unten, die Dinger, die sind hier komplett weggefallen. Ja, genau, ne? Aber ich finde das optisch halt wirklich total schön, weil es ist einfach eine schicke, moderne Front. Mir gefiel die Front von unserem Fahrzeug nach dem Facelift auch deutlich besser als die von vor dem Facelift. Ja. Das ist gut, aber es ist halt einfach ein Fahrzeug. Du hast ja noch die verchromte Pflaume, ne? Die ist hier tatsächlich, das ist nur eine... Sieht ein bisschen anders aus. Wie eine Emaille-Plakette oder irgendwas. Ja, das stimmt, ja. Das finde ich tatsächlich nur halt ein bisschen... Ja gut, vielleicht elektrisch moderner, vielleicht ein bisschen reduzierter sein, vielleicht. Aber wir haben ja auch hier doch noch den normalen Kühlergrill. Viele haben sich den ja umgebaut. Genau, das ist ja der Trend. Da gibt es dann auch die Titanium oder das mit dem Nugget drauf zum Beispiel. Ich meine zum Beispiel den großen, mit diesem großen Ford-Schriftzug, der eigentlich von dem Ford Raptor ist. Ne? Den tauschen ja viele aus. Ja. Ich finde den optisch nicht so schön. Ich hätte gerne diese Chromoptik, fände ich schick. Also wenn jemand mal einen Kühlergrill abzugeben hat in Chromoptik, der auf den Titanium passt. Genau, ja, das ist ja auch die Titanium-Grill-Variante jetzt hier. Finde ich ganz schick. Also wenn man einen direkten Vergleich hat zu dem Fahrzeug, merkt man ganz klar, wir haben vorhin mal darüber gesprochen, Timo und ich, dass der Nugget, dieses Modell, also der V 300, ich habe die Nummer vergessen. 62? Ja, 362 ganz genau, ist halt Entwicklungsstand 2012. Ne? Also Baujahr 2012. Genau, da ist er ja rausgekommen. Da ist er rausgekommen, hat natürlich dann noch ein paar Jahre Entwicklung gehabt, ganz genau. Von daher ist das Auto, denke ich mal, mindestens irgendwie 15 Jahre alt vom Design her. Ist natürlich ganz klar, dass das neue Modell einfach viel moderner ist. Das ist halt so. Ne? Von der Optik abgefahren, aber dass die Front, die kommt mir echt bolide, also breiter vor, als tatsächlich der Platz, den wir dann innen drin haben. Wahrscheinlich auch wieder Knautschzonen und all sowas. Fahrsicherheit ist. Genau, das ist aber tatsächlich eine andere Front, die doch hier jetzt spitz zuläuft. Hier, ne? Wo man jetzt meinen müsste, das wäre aerodynamischer und all sowas. Und das ist aber schon ein bisschen kantiger, das Ganze halt. Ein bisschen. Also ich finde es schick. Ja, Timo, erstmal vielen Dank, dass wir uns den neuen Nugget heute noch mal ein bisschen live angucken konnten. Genau. Du hast ihn ja jetzt ungefähr 5 Wochen, hast du gesagt, ne? Ich glaube ja, genau. Also das war jetzt der erste Look sozusagen, das erste Mal draufschauen.
Und da werden jetzt die nächsten Wochen, Tagen, wie auch immer, neue Videos kommen, neue Informationen. Ich werde mir den genauer angucken. Tatsächlich, ich habe mir jetzt die Campingausstattung noch gar nicht angeguckt, tatsächlich, nur das Auto. Aber da kommt was. Die Ja, genau. Zeit, Dann ne? verfolgt mal so ein bisschen die Kanäle vom Nugget Forum, also natürlich Genau. im Nugget Forum selber. Und die 2 Mais abonnieren. Die 2 Mais abonnieren auf jeden Fall. Die Und ihr Glocke. könnt auch mal einfach nochmal auf die Facebook-Gruppe Ford Nugget Freunde Deutschland gucken. Genau, da wird da posten wir sicherlich das auch auch noch alles, was ja, gepostet genau. werden, ganz genau. Und ja, bleibt einfach auf unserem Kanal auch mal ein bisschen drauf. Da werden wir sicherlich auch noch ein bisschen was posten. Und wir haben ja auch angekündigt, unseren Podcast, den wir auf der CMT aufnehmen werden im Januar, am 18. Januar, glaube ich, war das genau, der Samstag. Da werden wir euch natürlich auch die neuen Modelle zeigen, die dann da vorgestellt werden. Timo hat vorhin angeteasert, vielleicht gibt es eine Überraschung. Das habe ich tatsächlich noch nicht gehört, aber ich weiß halt, dass es den Nugget in der L2-Variante mit langem Radstand und der neuen Toilette, der festen Toilette geben wird. Genau, also der wird auf alle Fälle da gezeigt. Ja. Und dann haben wir da auf jeden Fall noch mal was wir euch zeigen können an Neuheiten. Und ja, ich bin sehr gespannt darauf, was Timo so berichtet, wie er denn im neuen Nugget schläft. Ich bin auch gespannt. Ja. Ja, du hast vor allen Dingen, er hat ja früher selber mal einen Aufstelldach-Nugget gehabt, ganz kurz. Das ist Genau. ein paar Jahre her, ne? Damals auch den Ja. ersten 2014er. Das war tatsächlich der erste, der auf dem Markt war, den ich aber auch nur 4 Wochen hatte. Die hatte ich tatsächlich aber gekauft. Okay. Und dann haben wir aber ein Grundstück und ein Haus gekauft. Dann musste das Auto weg. Ja, ja, genau. Genau, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was du erzählst. Ich auch, alles klar. Also auf diesem Kanal demnächst mehr. Ne? Alles klar. Alles klar, vielen Dank. Tschüss. Bis dann, ciao.